Besonders günstig sind die Voraussetzungen nicht für unsere Reise in diesem Jahr. Es schüttet in Strömen, es ist Corona und vor allem, wir werden mit unserem grottenschlechten neuen Vorsegel unterwegs sein. Trotz aller Widrigkeiten haben wir uns gesagt, lass uns mal fahren, wird schon irgendwie. So also liegen wir heute in der Schleuse von Wehner und verabschieden uns von Frank, einem der beiden Hafenmeister. Adieu, Frank sei herzlich bedankt. Ich will mich nicht verzetteln, fang lieber ganz vorne an, ganz chronologisch. Also, am 14. Mai geht unsere gute alte Kohinoor ins Wasser, zum ersten Mal von fremder Hand poliert und gar nicht mal so schlecht. Die wenigen Zettel sind abgearbeitet, es war nicht viel vorzubereiten und noch weniger zu reparieren für diese Saison. Mitte Juni schiffen wir uns gemütlich langsam und ohne große Hektik ein. Wir, das sind Frau Cornelia und ich, der Steuermann. Am 19. Juni binden wir die Leinen los und schieben uns durch den verschlickten Hafen Richtung Schleuse. Kude Busemann, Freund und unser Hafenmeister, ist extra rausgefahren zur Schleuse und bedeutet uns mit klaren Handzeichen: nix wie weg hier, rein in die Schleuse und raus aufs Wasser. Adieu, lieber Kuno, alles Gute bis zum Herbst. Bis Borkum sind es runde 45 Meilen Strecke und die sollten bei dem jetzt ordentlich ablaufenden Wasser in runden 6 Stunden gefahren sein. Das Ziel unserer Reise, hier passieren wir gerade den Emder Hafen, ist wie immer in den vergangenen Jahren die Ostsee. Wohin genau es gehen soll, ist unklar. Wahrscheinlich aber wird es wegen der Corona-Beschränkungen ausschließlich die deutsche Küste bleiben. Mit deutlich 7 Knoten und manchmal mehr eilen wir die Ems herunter. Entgegen kommt eine Borkum-Fähre und bald schon ist die Fischerbalje in Sicht. Fast geschafft also. Nahezu exakt bei Niedrigwasser schwenken wir nordöstlich ein und laufen Richtung Burkanerhafen. Einen Liegeplatz finden wir an Pier 1 beim Wassersportverein Burkana. Die Brücken im Norden, sonst liegen wir immer dort, sind Corona-bedingt gesperrt für uns. Essen gibt es seit Jahren zum ersten Mal wieder bei Bahlmann auf der Terrasse. Und es ist immer noch gut. Schlecht geschlafen die Nacht. Und trotzdem starten wir um Punkt 8, genau 3,5 Stunden vor Hochwasserfischerbalje, nach Cuxhaven. Maue 4,2 Knoten zeigt das GPS eben. Es läuft noch schleppend, es geht noch gegen an. Um die Strecke in der geplanten Zeit zu schaffen, brauchen wir einen Schnitt von guten 6 Knoten. Wir werden sehen, ob das klappt. Ganz am Anfang erwähnte ich unsere Genua, die, mit der ich gar nicht zufrieden bin. Tatsächlich, sie taucht nicht. Sie zieht wesentlich schlechter als Kohinoors altes Vorsegel, aus dem vorigen Jahrhundert stammend. Für die ganze Geschichte aber reicht die Zeit bis Cuxhaven wohl nicht. Wir machen das später. Nur so viel auf die Schnelle. Im vergangenen Jahr gab es ein neues Großsegel, ein durchgelattetes mit elektrischem Antrieb. Ich setze es aus der Pflicht heraus und nehme es so auch wieder runter, ganz ohne eine Leine anzufassen. Klasse ist das. Altersgerecht und verdammt sicher. Zusätzlich zum Gruß habe ich mir die erwähnte Genua gegönnt, aber wie gesagt, irgendwann später mehr. Bestens geklappt hat die Tour bis Cuxhaven. Um 11:30 gestern Nacht haben wir die Leinen festgemacht. Wir waren schnell wie nie, deutlich unter 16 Stunden haben wir gebraucht. Rechnen tue ich nur mit 16,67. Gedankt sei unserer Perkins-Maschine und kontinuierlich westlichen Winden, die der Genua keine Chance ließen, ihre mangelhaften Qualitäten zu beweisen. Ein ordentliches Handtuch hätte ähnliche Leistung gezeigt. Einen Tag bleiben wir liegen in Cuxhaven bei der Seglervereinigung, gehen dann morgens 1 Stunde nach Niedrigwasser weiter mit Ziel Hamburg. Rechter Hand passieren wir soeben die alte Liebe, heute Aussichtsplattform und früher Schiffsanleger. An Backbord haben wir gleich schon die Brunsbütteler Schleusenanlagen im Augenblick und sicher noch für etliche Jahre baut man an einer 5. Kammer, um die mehr als 100 Jahre alten und inzwischen sehr reparaturanfälligen Schleusenkammern zu entlasten. Tja, warum eigentlich Hamburg? In die Ostsee wollten sie doch.
wird sich der eine oder die andere fragen. Ganz einfach. Natürlich in erster Linie der Stadt wegen und sicher auch, weil 2 unserer Kinder dort leben. Wir machen das in jedem Jahr. Am Anfang oder Ende der Reise geht es für einige Tage nach Hamburg in den City Sportboothafen und hinterher nach Harburg. Im Sommer vergangenen Jahres übrigens hat man endgültig mit der seit beinahe 20 Jahren geplanten 9. Elbvertiefung begonnen. Ich komme drauf, weil uns just jetzt eines der dafür eingesetzten Baggerschiffe entgegenkommt. Man möchte zukünftig Frachtern mit bis zu 13,5 Metern Tiefgang den tidenunabhängigen Zugang zum Hamburger Hafen ermöglichen. Über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Die Auswirkungen dauerhafter Baggerarbeiten, und darauf wird es hinauslaufen, auf ein fließendes Gewässer allerdings kann man prima an meinem Fluss, der kleinen Ems, begutachten. Nahezu tot ist sie schon seit vielen Jahren und belastet mit einem Schlickeintrag, dem kaum noch beizukommen ist. Bitteschön, wenn das Ziel sein sollte, dann ist alles richtig. Die Fahrt nach Hamburg mit auflaufendem Wasser ist immer rasend schnell. Blankenese haben wir schon und ohne jede Mühe erreicht. Kurz später taucht rechter Hand das Lotsenhaus Seemannshöft auf und dann passieren wir die ersten gewaltigen Containerkräne des Hafens. Überall liegen in diesem Jahr arbeitslose Kreuzfahrtriesen. Auf der Reede in der Jade- und Wesermündung sahen wir sie vorgestern schon und jetzt auch hier in Hamburg. Folgen der Corona-Epidemie, die uns sicher noch lange begleiten wird. Es folgt die Silhouette der Stadt, vom Wasser aus immer wieder beeindruckend. Für mich störend allerdings ist seit einigen Jahren die Architektur der Elbphilharmonie. Ich mag sie nicht, die Elfi. Und dann sind wir am Ziel für heute, haben einen schönen Platz im immer rumpeligen Wasser des kleinen Yachthafens am Baumball. So richtig mitten im Leben liegen wir hier. Tja, und was soll ich erzählen über Hamburg? Man liebt es oder man liebt es eben nicht. Für Frau Cornelia und mich eine spannende, aufregende Stadt. Leben auf Dauer hier? Nein, das möchten wir nicht. Wir machen einen ersten Gang, bringen auch etwas Beute mit. Unter anderem gibt es 2 neue Rettungswesten. Nach deutlich 20 Jahren wohl ein sinnvoller Invest. Am späten Nachmittag kommen Kinder zu Besuch. Gemütlich sitzen wir beisammen, klönen über die letzten Monate, in denen wir uns nicht sehen konnten, die Reise bis hierhin und so dies und das. Dann muss es relativ dazu schmeißen. Dann wird es kein bisschen mehr bitter davon, sondern diese Frucht und Blüte kommt. Später marschieren wir rüber in die Deichstraße zu unserem Hamburger Lieblingsitaliener, dem Vincenzo. Danach geht es langsam zurück an Bord. Auch ein letztes Gläschen für heute mit dem Nachwuchs. Für heute ist Hamburg Wandern befohlen. Wir passieren das Kolumbushaus, eine für mich sehenswerte moderne Architektur. Weiter geht es zur unbeliebten Elfi. Trotz Corona darf sie in Teilen besucht werden. Die Plaza und der Außenrundgang sind auch jetzt für Publikum zugänglich. Mit der 80 Meter langen Rolltreppe werden wir dorthin transportiert und befinden uns damit knappe 40 Meter über Normal Null. Die von hier oben gebotene Aussicht ist phänomenal. Es eröffnen sich weite Blicke über Hafen, Innenstadt und Norderelbe. Als Wermutstropfen bleibt, dass das Ding mit einer Überschreitung der Baukosten um das gute 11-fache einer der großen Bauskandale in diesem Land ist. Die knapp 800 Millionen Überziehung scheren uns nicht weiter. Wir besichtigen Teile der historischen Speicherstadt und wandern dann zum Zentrum. Erster Anlaufpunkt ist die Binnenalster mit dem Hotel Atlantik im Hintergrund.
Kreuz und quer geht es durch die nobelsten Innenstadtquartiere. Inklusive ausgiebiger Kaffeepause sind wir viele Kilometer und einige lange Stunden auf Schusters Rappen unterwegs. Zum guten Schluss helfen dann 2 Eimer, gefüllt mit kühlem Wasser, bei der Wundbehandlung. Die Zeit in Hamburg City ist um. Wir machen nun einige Tage Harburg, Schwiegersohn, Tochter und Enkelkinder besuchen. Auf dem Weg passieren wir eine von Deutschlands schönsten Brücken, die Kühlbrand. Sie wird nicht mehr lange Wahrzeichen Hamburg sein. Man plant für die Zukunft eine Untertunnelung der Süderelbe, weil die Durchfahrtshöhe der Brücke nicht mehr in allen Fällen ausreichend ist. Es folgt die Katwegbrücke. Sie ist mit 53 Metern Durchfahrtshöhe die größte Hubbrücke Deutschlands. Geöffnet wird sie nur bis zu der Höhe, die zur Passage nötig ist. Aber keine Angst. Der Brückenwärter fährt immer ein paar Meter höher als nötig. Und schon liegen wir in der Harburger Schleuse, gehen in den Binnenhafen und machen in einem kleinen, verschwiegenen Vereinshafen fest. Es gibt nur ganz wenige Liegeplätze dort, keine für Gäste eigentlich. Die Tage in Harburg sind gemütlicher Familienurlaub, gefüllt mit Grillen und Fahrradtouren, also nix von Interesse für andere Leute. Wieder Kühlbrandbrücke, diesmal von der anderen Seite. Und dann die Elbe abwärts. In einer Tide ist Brunsbüttel von Hamburg aus eben schaffbar, mehr nicht, zumindest nicht für uns. In der Spitze schaffen wir ordentliche 10 Knoten, werden weniger durchgeschüttelt als dieser Motorbootfahrer und haben Riesenglück. Die Tore einer der alten Kanalschleusen stehen offen. Das weiße Licht scheint deutlich, wir dürfen sofort einlaufen. Gemeinsam mit einigen Yachtkollegen und einem Binnenschiff verlassen wir nach nur einer kleinen halben Stunde die Kammer und legen uns in den gemütlichen Yachthafen direkt an der Schleusenanlage. Es reicht gerade noch für einen kurzen Gang durch die Gemeinde. Dann fängt es am Schütten wie aus Kübeln. Wir trinken gemütlich Kaffee in unserem Kellerloch und haben später eine romantisch schöne Abendstimmung. Außerdem ist Sonntag und es wird Tatort gegeben. Leider ist es ein Münsteraner. Anders als wir dürfen die großen Pötte den Kanal auch nachts befahren. Es gibt also auch spät noch was zu sehen. Hier die 2008 gebaute Heinrich Ehler aus Madeira mit 168 Metern Länge. Sie bietet Platz für gut 1400 Container. An einem windigen nächsten Tag machen wir uns um 10:15 Uhr auf nach Rendsburg. Dort wird der Steuermann alljährlich eingekleidet. Neue Klamotten gibt es nur in Rendsburg bei Sievers. Das habe ich selbst so durchgesetzt. Ein ganzes Jahr Ruhe vor Klamottengeschäften, nur in Rendsburg, da muss ich los. Ein guter Kompromiss. 364 Tage nichts, dann einmal einkaufen. Gerade passieren wir die Lotsenstation Rüsterbergen. Hier werden die Lotsen und Steuerleute auf den dicken Pötten getauscht. Keiner fährt die ganze Strecke. Der Klamottenladen übrigens ist ein sehr ordentliches Geschäft, freundlich kompetentes Personal, bei dem es riesigen Spaß macht einzukaufen. Und hier die Rendsburger Eisenbahnbrücke. Sie ist ein wirklich bedeutendes Technikdenkmal. Erbaut wurde die Stahlkonstruktion zwischen 1911 und 1913. Leider verkehrt die zugehörige Schwebefähre seit einigen Jahren nicht mehr. Sie kollidierte mit einem Frachter und wird derzeit restauriert. Das Powershoppen bei Sievers haben wir erfolgreich hinter uns. Wir machen die restlichen 33 Kilometer nach Kiel. Der NOK insgesamt ist knappe 100 Kilometer lang. 1895 wurde er nach 8-jähriger Bauzeit eröffnet und zwischen 1907 und 1914 das erste Mal erweitert.
In Kiel müssen wir warten, eine ganze Stunde lang. Dann erst können wir geschleust werden. Aber kein Problem, wir haben keine Eile. Das Wetter ist für die nächsten Tage also äußerst widerlich vorhergesagt. Wir werden in Kiel auf bessere Zeiten warten. Da drüben macht man mit vieler Hände Arbeit eine bequeme Treppe fertig, damit der Herr Lotse hier im Bild ohne jede Mühe zusteigen kann. Nach nicht allzu langer Zeit werden wir in die Kieler Förde entlassen. Anders als sonst wenden wir uns nicht nach links, sondern nach Steuerbord. Wir werden die nächsten Tage in Kiel direkt verbringen. Haben wir vorher noch nie gemacht. In Kiel mit dem Boot waren wir noch nie. Für 20 € täglich mieten wir uns im sicherlich kleinsten Yachthäfchen der Stadt ein. Er liegt in Seeburg, bietet nahezu keinen Service, dafür aber eine unglaubliche Nähe zur Stadt. Für uns ist das Fleckchen perfekt. Die Hafenmeister und Innen sind freundlich und auskunftsfreudig. Sie kommen zweimal täglich längs. Das Wetter ist genau wie vorhergesagt, weitgehend widerlich. Regen wechselt mit stürmischem Regen, dann wieder leichter Regen, verbunden mit viel Wind. Es gibt auch einige minutenlange sonnige Abschnitte. Insgesamt ist es halt durchwachsen. Bleiben werden wir ganze 6 Tage, das sei jetzt schon verraten. Anderswo wäre es nicht besser. Und die interessante Landeshauptstadt, da sind Frau Cornelia und der Steuermann sich einig, bietet einiges an Abwechslung und uns die Möglichkeit, zu intimen Kielkennern zu avancieren. Wir nutzen also jede regenfreie Chance, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein. Wir gönnen uns zum ersten Mal in unserem Leben sündhaft teure Fahrradhelme und kaufen Campinggas bei einem Händler, der es unerwartet preiswert abgibt. Außerdem beobachten wir die wassersportlichen Aktivitäten der studentischen Jugend und auch noch jüngere Semester mit großem Interesse. Diese jungen Menschen, es ist hier zwar nicht dokumentiert, stimmt aber trotzdem, stört das wechselhafte Wetter nicht. Sie sitzen auch bei Regen in ihren kleinen Jollen und Ruderbooten. Sie haben sichtlich Spaß an den Aktivitäten. Auch sonst ist viel los auf der Promenade. Es wird getanzt, geklönt und auch getrunken. Ob das vernünftig ist in Zeiten der Pandemie, sei dahingestellt. Verständlich, irgendwo ist es schon. Einer unserer Ausflüge führt uns direkt durch einen kleinen Wildpark in die Nähe des Kielkanals. Dort entdecken wir nach kurzer, windiger Kaffeepause mit Blick auf die Förde etwas Tolles. Eine Ausstellung der eigenen Vergangenheit. Unfassbar. Und genau in dieser, noch gar nicht so alten analogen Zeit, werden wir uns nun für einige Minuten aufhalten. Schallplatten aus schwarzem Vinyl. Bei Kennern sind sie heute des Klanges wegen wieder beliebt. Hier eine AEG-Waschmaschine, genau wie wir sie früher hatten in Westerhausen. Und ein Modell, das mit Kohle beheizt wurde, deutlich ein früher Vorgänger unserer AEG. Eine Wäscheschleuder, genauso ein Modell, betrieb meine Mutter im Badezimmer. Frau Cornelia blättert in einer Quick, einer illustrierten, an die sich nur noch die wirklich ältere Generation wird erinnern können. Das HB-Männchen, das im Kino immer an die Decke ging. Sommerlich luftige Bekleidung der 60er Jahre und dazu gehört natürlich die Konstanze. Skurril verspielte Vasen waren der Stolz der Hausfrau, ebenso wie der liebevoll für den Ehemann gedeckte Frühstückstisch. Kaffeemühle, Messbecher, Nudelholz und Brotschneidemaschine gehörten zur Grundausstattung der Kücheneinrichtung. Eine Braunküchenmaschine, wie hier auf dem Schrank, war schon besonders. Der kombinierte Kohle-Elektroherd ist schon lange obsolet. Man fand ihn manchmal noch auf dem Lande beim Bauern. Das Waffeleisen erinnert an Großmutter Obertimpe. Sie zauberte unvergessene, herrlich harte Waffeln auf dem Herdfeuer. Die kleine Daggy bewahrt das Rezept und hin und wieder macht sie mir ein paar Waffeln mit einem modernen elektrischen Eisen.
Inzwischen stehen wir in einem typischen Einkaufsladen der 50er und frühen 60er Jahre. Ein Schaub-Lorenz-Kofferradio, genau das hatten wir. Tragbare Plattenspieler und Tonbandgeräte waren der letzte Schrei. Und hier Mamas Höhensonne, immer gut für ein deftig verbranntes Gesicht. Puppen und Kinderwagen, gern nutzten wir die Fahrgestelle für den Bau von wenig verkehrstauglichen Seifenkisten. Ein Gogo mit 250 Kubik Zweitaktmotor. Ihn durfte man mit Führerschein Klasse 4 schon fahren. Wir wenden uns wieder dem Heute zu, schauen in moderne Schaufenster und ins Wetter und legen fest, dass es morgen weitergehen soll. Erst einmal für eine Nacht nach Laboe zum Wäschewaschen und dann weiter nach Ort auf Fehmarn. Den gemütlich nicht zu großen Hafen laufen wir gern an. Die Reise verläuft bei anfangs trübem Wetter und milden bis moderaten westlichen Winden ohne Höhen und Tiefen. Schön ist es, nach 6 Tagen Pause und einem Waschtag wieder unterwegs zu sein. Für die 34 Meilen, wir brauchen keinen Umweg zu fahren, es wird nicht geschossen in Totendorf-Putlos, benötigen wir 6 Stunden. Zu Kiel muss ich unbedingt noch nachtragen. Toll gegessen haben wir auf der überdachten Terrasse des Ban Mai an der Brunswicker Straße 24. Eine herrlich thailändische Küche führen sie dort. Zudem sind sie freundlich und aufmerksam. Wir haben uns wohl gefühlt, obwohl das Wetter nicht ganz nach draußen essen war. Bleiben wollen wir in Ort nur eine Nacht. Wir liegen am Kran, im Päckchen mit einem Holländer und essen gemütlich, wie immer in diesem Jahr draußen im Hafenkiosk. Alles Gute! Weiter geht es in einen Tag hinein, an dem wir richtig durchgerechnet werden. Bis zur Fehmarnsundbrücke ist es noch trocken. Von da an schüttet es bis Wismar beinahe durchgängig gemein. Nach nassen 6,5 Stunden landen wir im Wismarer Wasserwanderplatz und machen die Leinen in einem Hafen fest, der Corona-bedingt zu 50% gesperrt ist. Auch die freigegebenen Plätze sind kaum belegt. Es ist richtig ruhig bei Frau Schwesig. Beinahe Totentanz. Auch auf dem Weg in die Stadt ist nur wenig Betrieb. Einige fliegende Händler bieten bei regnerisch windigem Wetter ihre zweifelhaften Waren feil. Wir werden nach wenigen Metern von einem deftigen Schauer ausgebremst. Irgendwie ist es nicht so in diesem Jahr. Bald aber bessert sich die Lage. Wir wandern über noch regennasses Pflaster Richtung Markt und beobachten die Entwicklung aus dem Café Hegede heraus. Der Marktplatz, an dessen Rand wir sitzen und konditorn, ist ein Juwel. Für mich, mit seinen rund 100 mal 100 Metern Ausdehnung und den wunderbar restaurierten historischen Gebäuden, einer der schönsten, die ich in Norddeutschland kenne. Neben den ersten Sonnenstrahlen werden wir bald auch von einem gut gespielten Saxophon verwöhnt. Irgendein Wettergott ist mehr als gnädig. Es bleibt trocken, wird beinahe schön.
Frau Cornelia und ich können die gut 40.000 Einwohner zählende Stadt und ihre Umgebung ausgiebig erkunden und im von uns sehr geliebten Il Casale am Alten Hafen herrliche Antipasti essen. Und natürlich finden wir einige Ecken, in denen eilige Vereinigungsrestauration schon erste Risse zeigt. Nach 3 Tagen packen wir die Koffer. Auslaufend sehen wir auch hier einen versteckten Kreuzfahrer und ziehen weiter nach Pöhl. Die Reisezeit bis Kirchdorf beträgt ganze 1,5 Stunden ohne große navigatorische Herausforderungen. Uns erwartet ein ruhiger Ort auf einer selten beschaulichen Insel mit noch ein wenig, man verzeihe mir bitte, DDR-Tristesse. Ein kurzer Blick auf den Kirchdorfer Hafen. Mit dem Bau der Dorfkirche begann man 1210. Um 1350 beendeten die Urenkel der ersten Maurergeneration die Maßnahme. Der BER dagegen wurde wie im Fluge verwirklicht. So viel zu denen, die immer nur meckern können über heutige Bauzeiten. Pöhl ist wirklich ein kleines verstecktes Juwel. Eigentlich sollte man gar nicht drüber sprechen, damit es bleibt, wie es ist. 2463 Einwohner müssen sich auf einer Fläche von 36 Quadratkilometern nicht drängeln. Pro Quadratkilometer sind das eben 68 Leute. Zum Vergleich, auf Sylt leben 180 Menschen pro Quadratkilometer, in Berlin etwa 4100. Auf unseren Radtouren finden Frau Cornelia und ich viele idyllische Flecken. Unter anderem immer wieder beinahe menschenleere, schmale Sandstrände mit weitem Blick. Wir sind in Timmendorf, dem im Vergleich immer noch ruhigen, quirligsten Ort der Insel. Keinesfalls sollte Timmendorf mit dem schräg gegenüber in der Lübecker Bucht liegenden Timmendorfer Strand verwechselt werden. Weiter geht es durch direkt am Strand endende, niedrige, knüppelige Wälder nach Nordosten. Hin und wieder finden wir kleine beschauliche Siedlungen, auch manchen neu erstellten Bau und besuchen die Gedenkstätte zu Ehren der 1945 auf der Kap Arkona umgekommenen KZ-Häftlinge. Nur etwa 350 der 4.500 an Bord befindlichen Häftlinge überlebten den britischen Beschuss. 28 der Toten wurden auf Pöhl angetrieben. Ihnen zum Gedenken hat man das Mahnmal errichtet. Klärend soll hinzugefügt werden, dass nach weitgehend übereinstimmender Forschung die Hauptverantwortlichkeit für den verheerenden Beschuss auf deutscher Seite liegt. Dieser Strand hier ist der vollste, den wir finden konnten auf der ganzen Insel. Oberhalb von Kirchdorf kehren wir in einem schönen, weitläufigen Gartencafé ein und gönnen uns eine verdiente Stärkung nach der langen, spannenden Radreise. Adieu Pöhl, wir sind unterwegs nach Kühlungsborn und lauschen vorläufig nur dem völlig betrunkenen Segler.
Ja, ich weiß, die Genua steht nicht ideal. Kühlungsborn, der Partyhafen ist erreicht. Viele schätzen den Hafen, die lange Promenade, das aufgeregte, aufgesetzt laute. Ich gehöre nicht dazu. Ebenso wenig wie Frau Cornelia. Wir bleiben für genau eine Übernachtung. Übrigens in diesem Jahr war es erstaunlich ruhig. Lassen Heiligendamm rechter Hand liegen und wenden uns bei bedecktem Himmel nach Warnemünde. Gemeinsam mit einem holländischen Großsegler laufen wir ein und legen uns wie immer in den alten Strom. Auch wenn anderes behauptet wird, man findet dort meistens ein Plätzchen. Wir dieses Mal sogar ein ganz tolles, direkt an der Brücke über den alten Strom. Den Platz vor uns teilen sich zwei Rundfahrtdampfer, die Captain Brass und die Selene. Geben müssen wir dem freundlichen Hafenmeister 15 € für die Nacht. In Kühlungsborn waren es scharf kalkulierte 31,80 €. Die Captain Brass legte soeben ab. Nun kommt die Selene herein, um ihre Menschenladung auszutauschen und führt ein gekonnt professionelles Anlegemanöver vor. Zu unserem Bug bleiben eben 3 Meter. Angst haben müssen wir keine. Wenn auch laut und belebt, es ist gemütlich hier. Wir fühlen uns wohl. Trotzdem wird es uns nur eine Nacht hier halten. Wir wollen weiter nach Fitte auf Hiddensee, kommen aber in Kürze wieder, das ist der Plan. Frau Cornelia und ich begeben uns ein wenig in das in diesem Jahr nicht so heftige Getümmel am alten Strom. Wir sind schon am Mittag angekommen und haben Zeit für einen gemütlichen Gang. Man findet hier alles. Unzählige Restaurants, Boutiquen und Geschäfte von Herrn Rossmann oder Müller. Gerade weiß ich es nicht ganz genau. Außerdem kann man sich, wenn man seinem Geld sehr böse ist, für 25 € in einem Schlauchboot mit 2 350 PS Maschinen ganze 20 Minuten lang über die Ostsee brettern lassen. Wie gesagt, man kann. Wir zwei alten Leute spazieren lieber zum mit 150 Metern breitesten Strand der deutschen Ostseeküste. Werfen einen Blick auf die alte Stasi-Herberge, das Hotel Neptun, gucken am Teepot mit dem Leuchtturm im Hintergrund längs und erfreuen uns am Strandgras im feinen Sand. Der folgende Morgen bringt uns recht früh zur Hohen Düne zum Tanken. Zum Hafen möchte ich mich nicht auslassen, nur so viel, der Tankwart ist jung und nett. Bis zum heutigen Tagesziel bei Höft haben wir gute 50 Meilen vor uns. Es ist Nordwest mit 4 Beaufort, der Wind also passt. Ach, und hätte ich zu Warnemünde eigentlich mehr erzählen müssen? Nein, sicher nicht.
Jeder kennt dies in weiten Teilen, historisch schöne Ostseebad, in dem es schon seit etwa 1820 Badebetrieb gibt, mit seinen kleinen Fachwerkhäusern und den vielen Wintergärten. Ein paar Worte aber vielleicht zur Koh-i-Noor, mit der wir seit guten 20 Jahren unterwegs sind. Über das Schiff habe ich noch gar nicht erzählt. Sie ist schon eine ältere Dame, die Koh-i-Noor. Gebaut wurde sie aus sehr solidem GFK 1976 in Finnland. Konstruiert haben sie die Herren Sparkman und Stevens in New York. Sie sind, oder besser waren, die Inhaber eines weithin bekannten Konstruktionsbüros mit sehr ordentlichem Ruf. Unter anderem sind sie die Väter vieler Swan-Yachten. Neben dem Salon mit Pantry und großem Navigationsbereich gibt es eine Vorschiffskammer mit 2 Betten und eine zwar niedrige, aber geräumige Heckkajüte mit Doppelbett und Couch. Das Boot ist 38 Fuß lang und hat eine Breite von 3,66 Metern. Es ist als S-Spann ausgeführt und verfügt über 4 Tonnen Bleiballast. Das Masttop befindet sich in etwa 16,50 Meter über der Wasserlinie. Die ganze Konstruktion bringt, so ausgerüstet wie wir sie fahren, 13 Tonnen auf die Waage. Da sie als Backdecker ausgeführt ist und die Maschine mit ihren 50 PS im Kiel versenkt wurde, bietet sie vergleichsweise viel Platz, mit für damalige Zeiten hohem Wohnkomfort. Die Plicht oder Terrasse, wie wir sie nennen, ist verglichen mit den modernen Rissen klein. Ja, und damit haben wir Bahöft erreicht. Bevor wir einlaufen können, müssen wir das Anlegemanöver eines Versorgers, der hier seinen Schlafplatz hat, abwarten. Morgen gehen wir weiter nach Fitte. Darüber unter anderem wird im nächsten Teil berichtet werden. Und falls der Film gefallen haben sollte, freut sich der Steuermann riesig über ein Like oder auch über einen Kommentar. Adieu, bis bald.